Any questions? Did you see my dad? He was there. He looked okay. No, I meant questions about the new drafting procedure. It was in the weekly update video. You mean the propaganda video? You know what propaganda is? I didn't until I watched that video. Listen, people are going to come up asking about joining the army. It's your job to decide if they're a good fit, especially considering who else is coming to enlist that day. Ich bin jetzt dafür verantwortlich, wer in die Armee kommt? That escalated quickly. Ob sie geeignet sind, vor allem wenn du bedenkst, wer an diesem Tag noch kommt, um sich zu verpflichten. I thought my job was to decide who to let pass the gate. That's also your job. This is wartime. You have to do two things Ach now. so. Ja, toll. Wunderprächtig. I wish my dad was here. He'd show me how to get out of doing two things. Up until now, we've tolerated a 2-star average with you, Guardsman. Not anymore. We are dancing on a knife's edge here, so now you have to maintain a 2.5-star average, or it's game over. Aber 2 Sterne. Also wir hatten, glaube ich, immer 3 Sterne geschafft, ne? Oh, and if you don't draft the right people, we could lose the war. Also game over. Was? Und wenn du nicht die richtigen Leute einziehst, können wir den Krieg verlieren? Wow, der Krieg liegt jetzt in meiner Hand. Der Krieg liegt in meiner Hand. Also wir brauchen auf jeden Fall Feuer. Wait, figuratively or literally? Both. Oh my god. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, außer es Herbst zu überlassen. Das endet im Krieg aus Liebe. Was? Peinliche Well, Pause. I'm gonna go. You're just gonna leave after dropping something that heavy on me? Fine, I'll stay. We can tutorial some more. Actually, I'm starting to see the appeal of your first plan. I thought you might. Goodbye, Lil. Oh boy. Level 8. Königlicher Erlass. Nach monatlanger Belagerung haben die Ressourcen von Sprawl, insbesondere die Nahrungsvorräte, einen neuen gefährlichen Tiefpunkt erreicht. Wenn eine Wache eine Möglichkeit findet, unsere schwindenden Nahrungsvorräte aufzustocken, soll sie entweder mich oder Lieutenant Striker kontaktieren. Das Versäumnis, die Führungsriege zu kontaktieren, wird sich in der Sternewertung widerspiegeln. Ash. Okay, also Ash oder Striker kontaktieren, wenn es um Essen geht. In diesem Zusammenhang jede Person oder Gruppe, die von außerhalb Sprawls kommt und unsere mageren Lebensmittelvorräte belastet, muss sorgfältig überprüft werden. Wie unter Punkt 1 sollte die Entscheidung über die Aufnahme von Personen, auf die diese Beschreibung zutrifft, entweder von Ash oder mir getroffen werden. Striker, okay. Viel Glück denjenigen, die für das Einziehen von Personen zum Dienst an die Front verantwortlich sind. Denkt daran, es gibt immer mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Und auch wenn es den Anschein hat, dass es die richtige Idee ist, mehr Leute im Kampf zu schicken, ist das nicht immer der Fall. Striker. Hey, Wachis. Ach ne, das kann mal wieder nichts Interessantes sein. Hey, Wachis. Ich weihe hier unten im Kerker einen neuen Assistenten ein. Seid nicht zu streng mit ihm, wenn er am Apparat ist, wenn ihr anruft. Oh nein, wird es Broso sein? Ah, okay.
Oh boy. Oh, ich habe aber hier neue bekommen. Ja, definitiv. So. Mm. Können das Wahrheitsspray natürlich auch den so machen. Ja, ich glaube, das ist okay so. Excuse me, ma'am. Is this the place where a fella could sign up to join that war that's going on? It is. Why? Do you know someone who's looking to sign up? Sure do, ma'am. His name is Elmer John, and you're looking at him. I'm talking about me, ma'am. Yeah, I got that. Mhm. Okay, hier ist alles abgeriegelt hier hinten. Da hängt ein Schwert. Sprawl Army. Bei my comment. Uiuiui. Die ganzen Pfeile hier zwischen auch hier drinne. Auch das hier vorne, ne? Eieieiei. Now, what's a guy like you doing wanting to fight in a war like this? I fight for one thing and one thing only. My one and only love, Glory Ann. That's very heroic, I guess. This Glory Ann, is she your sweetheart? She sure is. And does Glory Ann feel the same way about you? She sure does. At least, I thought she did. Okay. Ich habe für sowas halt gar keine Ahnung. Dish the details, Elmer. What happened? Well, you see, ma'am, how it is like... It's like this, you see. It all happened this way, it was. Ja. Elmer, faster with the dishing. I'm sorry, ma'am. It's just all too painful to talk about. We were engaged to be married, and I caught her in the arms of another man, my neighbor Bosco. How dare she? I know! So you're heartbroken and running away to war? Das war keine gute Idee, glaube ich. Exactly. Ja, nein. Nein, oder? Nein. I don't think I can, in good conscience, send you to the front, Elmer. Go home, find Glory Ann, and talk to her. Richtig. Yeah, maybe you're right. Maybe I was making one of those, what do you call it, hasty decisions I always make. Ja, richtig. Genau. I'll go home and see my Glory Ann, who I caught in the arms of another man, and I'll make the biggest apology banner anybody ever saw. What's an apology banner? It's the easiest way to say you're sorry. So long, ma'am. You take care now. Glory Ann, I'm a-comin'. Wobei ich habe irgendwie das Gefühl, Glory Ann hört sich an wie, keine Ahnung, eine Riesenkanone oder so. Also weiß ich nicht. Ah, it's you again. I remember you, the miserable wretch who saw to me the last time I came to this repulsive, simmering carbuncle of a city. I remember you too. You're that unpleasant, obnoxious Ebenezer Scrooge knockoff. Yes, we have met. Ja, alter Mann, was willst du jetzt? It
is my intention to go straight to the bank of the sprawl and have my substantial monies removed from this sinking barge of a city before the banks are overrun or worse, sacked. Oh, Knoll, ich glaube, das hat hier weniger was im Chat zu suchen. Meine beträchtlichen Gelder von diesem sinkenden Kahn an der Stadt abheben zu lassen, bevor die Banken überrannt oder schlimmer noch geplündert werden. Mr. Dunn just needs to hear my confirmation number, and I will have my fortune sheltered in a more rich people-friendly nation. You really think the people of the Sprawl are dumb enough to sink their own bank? Wahrscheinlich, ja. Die würden es wahrscheinlich machen. Inevitably, people flock to BS at the first real sign of danger. Er will halt sein Geld holen, aber dann haben wir noch weniger Geld. Das finde ich nicht gut. You can't let the bank fail. We need that BS money to make sure the city doesn't fall. Ja, richtig. Genau Well, das. you should have thought of that before convincing the princess to turn down that delightful Prince Phineas. Is there anything I can say to change your mind? Und Hallöchen Hamori. Hallo, hallo. Na du? Wie geht's dir so? Werde zum Hellen des Tages, deine Mutter. Die Kobolde, die Kinder. Ich glaube, ihm juckt es nicht, Held des Tages zu werden. Kinder jucken ihn wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht deine Mama. Wir gehen einfach auf Mutter. Oh, come on. What would your mother think? Taking all of our family fortune away and leaving the poor to die in the streets? Mumsy would be so proud. Mist. Okay, die Mutter doch nicht. Nicht auf Mutter gehen. Mist. Hab ich hier irgendwas drin? You've delayed me long enough. It doesn't matter what you do at this point. I'm taking my money and leaving this miserable city to rot. Deny me entry, and Mr. Dung has my express orders to dissolve my account and have my money sent to me elsewhere. Mir geht's super. Danke der Nachfrage, Eddie. Ich hoffe, bei dir ist auch alles fit. Ja, ich habe halt heute ein bisschen wenig geschlafen. Deswegen ist auch der Stream jetzt erst um 12 angegangen und nicht um 10, wie eigentlich geplant. Weil ich dann doch noch ein bisschen Schlaf brauchte, weil ich in der Nacht echt wenig geschlafen hatte. Aber jetzt bin ich wenigstens ausgeschlafen und ja, eigentlich ganz fit. Arrest me, and with my one phone call, I will have Mr. Dung carry out my wishes from jail. It's inevitable now. No matter what I do, you're taking your money and leaving? That's right, you lose. 1 star for you. This can't just be a dead end, can it? It can, and it be. The end. Also ist egal, ob ich ihn reinlasse oder nicht. Das ist jetzt natürlich doof. Vielleicht müssen wir den nochmal wiederholen. Miserable child. Mr. Dung will be red in the face when he hears about this. But he has his orders. My money will be dissolved from BS and sent to me elsewhere. I hope you remember this day as your precious city burns around you. Uiuiui, ja, 1 Stern. Du hast ihn verärgert, weil du seine Zeit verschwendet hast. Nächstes Mal ruf an und frage um Rat. Ja, wir können ja zurückspulen.
Aber anrufen sollte ich doch nur, wenn es um Essen geht, oder nicht? Ah, it's you again. I remember. Yes. Warte mal, wir lesen uns das ja nochmal durch. Hier oben war auf jeden Fall Essen. Insbesondere die Nahrungsvorräte. Warte, hier. Jede Person oder Gruppe, die von außerhalb Sprawls kommt und unseren mageren Lebensmittelvorräte belastet, muss sorgfältig überprüft werden. Wie unter Punkt 1 sollte die Entscheidung über die Aufnahme von Personen, die auf die Beschreibung zutreffen, entweder von Ash oder mir getroffen werden. Ja, aber das hat nichts mit Geld zu tun. Können ja trotzdem anrufen. That miserable old... Ah! He cannot be allowed to take his money out of the bank. If he does, BS will tumble down around us. Stop him! Convince him to reinvest his money in the sprawl. Be the master interrogator I know you can be. Ja, okay, toll. Bin ich also genauso weit wie vorher. It is my intention to go straight to the bank of the sprawl and have my substantial monies removed. Mr. Dunn just needs to hear my confirmation number, and I will have my fortune sheltered in a more rich people-friendly nation. Hm. You think the bank will be sacked? Most likely, BS will fall in one great lump. Perhaps enough people will continue to buy into BS, but as far as I'm concerned, the people here were up to their necks in BS anyway. We're still talking about the bank, right? Ich weiß doch auch nicht. You can't let the bank fail. We need that BS money to make sure the city doesn't fall. Well, you should have thought of that before convincing the prince. Is there anything I can say to change your mind? Werde zum Helden des... Also, deine Mutter hat nicht funktioniert. Ich glaube, die Kinder jucken ihn halt nicht. Kobolde wahrscheinlich auch nicht. Weil er hatte ja so einen Kobold-Gefährten. Er hatte. Bis jetzt nicht mehr halt. Aber er hatte einen am Anfang. Also vielleicht maybe doch die Kobolde. There is only one goblin I think of, and I think of him constantly. Whelp. Ja, richtig. Welp. Not that it is any of your business in the slightest, but that photo was taken of me and Whelp in happier times. Oh. Beschlagnahmt. Nein, das beschlagnahme ich nicht. Where is he now? That rotten court jester slash dungeon keeper had the audacity to offer that useless goblin a job. Now he's gone. Whelp, so beautifully useless. No. Kann jetzt halt nichts mehr machen. Hätte ich jetzt nicht anrufen sollen, ne? Wenn ich ihn reinlasse. Wenn ich ihn in die Kerker sperre. Vielleicht trifft er dann wieder Welp. Aber ich weiß es halt nicht. Ich mach das jetzt einfach mal. Weil Welp müsste ja auch unten sein. Miserable child. Mr. Dung will be... Ja. I hope you remember... 2 Sterne. So oder so, er hat sein Geld genommen. Und jetzt steht unsere Bank am Ende, am Rand des Zusammenbruchs. Vielleicht hätte es einen besseren Anruf geben können.
Komm, ich spule nochmal zurück. Weil das ist doof. Ich hätte nicht Ash zuerst anrufen sollen. Er ist erst die zweite Person, ich spule schon so oft. Dafür haben wir davor die Male nicht so oft gespult. Ah, it's you. I remember. So, Yes, we wir have gehen met. jetzt mit ihm und dann sagen wir halt die Kobolde und dann rufen wir Malcolm an. Wie oft kann ich überhaupt noch zurückspulen? 3-mal. Ja, komm, das reicht doch. It is my intention to go straight, Mr. Dunn. You think the bank will? Most likely. We're Das still. kennen wir alles schon. You can't let the bank. Well, you. Is there anything I can say to? Die There is only Kobolde. one goblin I think of. Not that it is any of your. Where is he now? Genau, so Rock. das kennen wir Now- alles. Oh, wie wir gucken. Du bist komisch. Ja, das auch. Und jetzt rufen wir Malcolm an. This is the dungeon of Malcolm the Great? Just read the cards! Oh, okay. This is the dungeon of Malcolm the Great. May I take a message? Wait, who is this? Who is this? Lil. Oh, Lil! It's Ja, me! er ist Lil. es, stimmt. I thought so. Listen, there's someone here I think would like to speak with you. Go ahead. Well, is it really you? Aww. It is, Your Grace. Well, I never thought I'd see you again. Well, we are on the phone. How are you? Have you been treated poorly? No one ever treated me as poorly as you, sir. I miss you, well, Oh. I miss you too, sir. Aww. come, run away with me. Oh, We can leave cuties. this war behind us and start again with all of my money. Sir, I never cared a jot for your money. I only wanted to be with you. Oh, Whelp, my heart sings. No matter what happens to me now, I will dedicate my remaining life to you. And what about your remaining money? I'll donate it to the poor. Just kidding, but I won't take it away with me today. Good enough. Get in there and reunite with your friend. Aww. Das war das Ende, was ich wollte. Wahre Liebe bezwingt alles. Gut gemacht, Amor. Das war das, was ich wollte. Sehr schön. Da habe ich auch gerne zweimal zurückgespult. Where is he? Where's that meek little slunk of a man? Oh, bist du Anne? I have no idea what you're talking about. Did a hopelessly heartbroken fella by the name of Elmer John come by this way? Ja, doch. Spouting a crazy notion, like running off and joining the army? As a matter of fact, he did. Oh, Elmer John, what have you done? Tell me, did you allow that fool to throw his life away over nothing? I don't know if I'm allowed to tell you or not. I have to know if you sent him off to war, because if you didn't send him, then I'd like you to send me, to get as far away from that fool as possible. What? Falls du ihn nicht dorthin geschickt hast, möchte ich, dass du mich hinschickst, um so weit wie möglich von diesem Narren fortzukommen. What? Also sie ist auf jeden Fall Anne anscheinend. Was? Mehr Drama I take it you're anscheinend, ja. Glory Ann. That's me, Glory Ann. The
same Glorianne that was caught in the arms of another man? It's not what it looked like. And if Elmer John had stuck around for more than a second, I could have explained that to him. Okay. And you're sick of these lunk-headed men getting all hot and bothered and making hasty decisions over something that could have been settled by a rational conversation? Exactly. Ich bin verwirrt. It all started when that big loud Bosco from 2 houses over came round like he always does to try to court me again. I explained to him that Elmer John had asked for my hand and that I had said yes. And then Bosco explodes and says he's gonna smash Elmer's head like a jug. So I lunged at Bosco to hold him back. The big brute! That's what Elmer saw, and the next thing I know, he's crying about going off to war. Hä, und warum will sie denn weg von dem? Das verstehe ich nicht. Even if that fool Elmer John is drafted as well, and he's there waiting for me with his big dumb eyes and his cutie pie dimples, it won't matter. He won't be able to smooth talk his way back into my heart after doing something so stupid like running off and joining the war. At this point, it doesn't matter if you let him in or not. Either way, I've made up my mind. Come on. You really don't want to know if he was or wasn't drafted? What if he's at home waiting for you? With a big ol' apology banner that says, "I'm a fool, take me back." He's run out of apology banners this time. Him and his suspicious mind. Not to mention the wartime measures prohibiting the sale of fabric for such frivolities. Okay. I don't know. Now, I'm not doing this because I drafted Elmer John and I want you two to be together. I understand. And I'm not doing this because I didn't draft Elmer John and I'm trying to keep you two apart. Understood. I'm doing this because I think you'd make a mighty fine soldier, soldier. You're drafted. Also, sie kriegt das schon hin. Der Kobold kommt näher und pfeift eine fröhliche Melodie. Oh, hello, Lil. Isn't it an absolutely beautiful day? Sun shining, birds chirping. Why, a gobbo could almost sing about it. So ist. Fridolin hat halt eigentlich schon Bescheid gesagt, dass Pausenzeit ist. Ich habe es auch noch im Blick. Aber ich komme hier nicht zu einer Pause. Das ist halt doof. Vielleicht machen wir hier einfach die Pause. Vielleicht machen wir hier jetzt einfach kurz Pause. Und dann bin ich in 2 Minuten einfach wieder da. So machen wir das, oder?